Schon mit 60 Jahren eine Altersrente beziehen oder früher, geht das überhaupt? Wann kann man eigentlich früher in Rente gehen? Gibt es da nicht irgendwelche Tricks? Darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Jutta Martin und ich bin Diplom-Finanzökonom und Autorin mehrerer Steuerratgeber, unter anderem des brandaktuellen Ratgebers Steuern sparen für Rentner. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, so lohnt sich das auf jeden Fall, denn ich informiere über aktuelle Themen zu Renten und Steuern. Heute geht es speziell um Möglichkeiten, seinen wohlverdienten Ruhestand ja so zeitig wie möglich zu genießen. Viele denken ja, dass man schon mit 60 in Rente gehen kann, wenn man seine 45 Arbeitsjahre oder Versicherungsjahre voll hat. Das ist leider ein großer Irrtum. Die klassischen Altersrenten sind einmal die Altersrente für langjährig Versicherte mit 35 Jahren Wartezeit, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren Wartezeit und die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. In allen drei Fällen ist es nach der derzeitigen Rechtslage nicht möglich, mit 60 Jahren in die Rente zu gehen. Man kann maximal 48 Monate vor dem regulären Renteneintrittsalter mit Abschlägen von 0,3% pro Monat, also maximal 14,4% Abschläge, in Rente gehen. Aber es gibt eine Ausnahme. Für langjährig Versicherte, die unter Tage als Bergleute tätig sind und damit eine besondere Berufsgruppe darstellen, ist es dennoch möglich, mit 60 die Rente zu beantragen. Sie müssen aber nachweisen, dass Sie mindestens 25 Jahre unter Tage waren und Sie müssen Anpassungsgeld für arbeitslose Arbeitnehmer erhalten haben. Dieses Anpassungsgeld ist eine besondere Leistung für Mitarbeiter im Bergbau, die aufgrund von Grubenschließungen arbeitslos geworden sind. Sind diese drei Voraussetzungen erfüllt, kann ein Bergmann tatsächlich mit 60 Jahren ohne Abschlag in die Altersrente gehen. Möglich ist das aber nur noch für Geburtsjahrgänge bis zum 31.12.1963. Für Geburtsjahrgänge ab 1964 ist das erst mit Vollendung des 62. Lebensjahres möglich. Kann man aber auch schon ab 55 in Rente gehen? Im Regelfall ist das nicht möglich, aber auch hier gibt es Ausnahmen. Die Ausnahmen gibt es für Berufssoldaten und Menschen mit Behinderung. Im Folgenden zeige ich 5 Möglichkeiten auf, um früher in Rente zu gehen. Die Möglichkeit 1 ist die Sonderzahlungen an die gesetzliche Rentenversicherung sind ab 50 Jahren möglich, sofern das Geld natürlich vorhanden ist. Wie hoch sie sein müssen, um Abschläge zu vermeiden, das erfährt man bei der Deutschen Rentenversicherung. Es ist erstaunlich, wie viele von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Ich persönlich bin kein Befürworter dafür. Die zweite Möglichkeit: Bei bestimmten Arbeitgebern besteht die Möglichkeit, ein Arbeitszeitkonto einzurichten. Auf diesem Konto werden Überstunden und nicht genommener Urlaub in Anführungsstrichen eingezahlt. Also Zeit und kein Geld. Vor dem eigentlichen Rentenbeginn kann man dann dieses Zeitguthaben in Anspruch nehmen. Zwar ist man dann eigentlich immer noch Arbeitnehmer, aber praktisch ja eigentlich schon Rentner. Dieses Angebot ist aber auch noch sehr selten. Möglichkeit Nummer 3. Prüfe, ob du außerordentliche Ansprüche hast. Unter bestimmten Voraussetzungen können welche ohne Abzüge in den Ruhestand. Dazu zählen Personen mit einem Grad der Behinderung von 50 oder mehr, Berufssoldaten ab 55 und Arbeitnehmer, die außerordentlich lange einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgekommen sind und Personen, die mindestens eben 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben. Wer zu dieser Person oder zu diesen Personengruppen gehört, sollte sich erkundigen und speziell beraten lassen, um früher in Rente gehen zu können. Die 4. Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist die Immobilienrente. Wer eine Immobilie besitzt, kann sie verrenten lassen und trotzdem in seinem Haus weiter wohnen bleiben.
Somit hat man wieder finanzielle Mittel verfügbar, die einem ja den früheren Eintritt in den Ruhestand ermöglichen. Für die Immobilienrente gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wer sich dafür interessiert, sollte sich aber vorher wirklich unbedingt umfassend beraten lassen. Die Möglichkeit 5, also wer absolut keinen Bock mehr auf seinen Job oder hat oder auch körperlich vielleicht sogar etwas angeschlagen ist, kann einfach die Abschläge in Kauf nehmen. Das sind dann diese 0,3% pro Monat. Hier sollte man sich aber unbedingt vorher von der Deutschen Rentenversicherung beraten lassen. Man hat dann zwar Abschläge an Rente, gewinnt aber an Lebensqualität. Dann haben wir die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die gibt es für Versicherte, die mindestens 63 Jahre alt sind und 45 Jahre, also 45 Versicherungsjahre eingezahlt haben. Auf die 45 Jahre werden insbesondere Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung, Pflichtbeiträge wegen Kindererziehung, wegen Wehr- oder Zivildienst sowie für den Bezug von Krankengeld oder Arbeitslosengeld angerechnet. Allerdings sind Zeiten des Bezuges von Entgeltersatzleistungen der Arbeitsförderung in den letzten 2 Jahren vor Rentenbeginn nicht auf die Wartezeit anrechenbar. Es sei denn, die Leistung war durch eine Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingt. Wer vor 1953 geboren wurde, konnte die Altersrente abschlagsfrei ab 63 erhalten. Für von 1953 bis 1963 geborene Versicherte wird die Altersgrenze schrittweise angehoben. Vom Geburtsjahrgang 1964 an liegt die Altersgrenze dann wieder bei 65 Jahren. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte kann nicht vorzeitig in Anspruch genommen werden, auch nicht mit Abschlägen. Altersrente für langjährig Versicherte. Das ist die Altersrente für langjährig Versicherte gibt es für Personen, die mindestens 35 Jahre Wartezeit in der Rentenversicherung zurückgelegt haben. Bei dieser Wartezeit werden neben den eigenen Beitragszeiten vor allem auch Zeiten aus eigenem Versorgungsausgleich, aus Minijobs sowie Anrechnungs- und Berücksichtigungszeiten mitgezählt. Die Altersgrenze hängt vom Geburtsjahr ab. Für nach 1954 und vor 1964 Geborene wird die Altersgrenze stufenweise angehoben. Wer 1964 oder später geboren wurde, kann erst mit 67 in Rente gehen. Sie können die Altersrente für langjährig Versicherte mit 63 Jahren vorzeitig in Anspruch nehmen, allerdings mit einem Abschlag von bis zu 14,4%. Altersrente für schwerbehinderte Menschen erhalten Versicherte, die bei Beginn der Rente schwerbehindert sind und eine Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben. Schwerbehindert sind Personen, die einen Grad der Behinderung von mindestens 50 nachweisen. Dieser muss bei Rentenbeginn vorliegen. Wer in der Zeit von 1952 bis 1963 geboren wurde, für den wird die Altersgrenze für eine abschlagsfreie Rente stufenweise angehoben. Wer 1964 oder später geboren wurde, kann mit 65 Jahren in Rente gehen. Sie können die Altersrente jedoch vorzeitig mit einem Abschlag in Anspruch nehmen. Und hier noch ein wichtiger Hinweis. Erfüllt man die Voraussetzungen für mehrere Rentenarten gleichzeitig, dann erhält man grundsätzlich die günstigste Rente.